Das, wovor alle immer gewarnt hatten, ist jetzt im Kongo passiert und es erinnert sehr an den dramatischen Verlauf in Westafrika, wo ja mehr als 11.000 Menschen starben. Wir hatten ja hier das Schreckensszenario von Superverbreitern beschrieben und genau das scheint jetzt geschehen zu sein. Die Neuigkeiten aus dem Kongo jetzt bei Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Ebola ist ein Fieber, das in rund der Hälfte der Fälle zum Tod führt. Es beginnt relativ harmlos wie eine Grippe, aber im weiteren Verlauf fangen die Opfer überall an zu bluten und sterben schließlich an multiplem Organversagen. Übertragen wird die Krankheit meistens von sogenannten Reservoirwirten. Das sind Wildtiere, die gejagt und gegessen werden. Durch die Abholzung von Wäldern rücken Menschen immer näher an diese Populationen heran und jagen dann Flughunde, Affen oder zum Beispiel Stachelschweine. Dieses Buschfleisch führt dann meistens zum Ausbruch der Seuche. Im Kongo ist das jetzt geschehen. Wir hatten ja darüber berichtet und wir hatten auch nochmal beschrieben, was die Seuche in Westafrika so unkontrollierbar gemacht hatte. Superverbreiter hatten die Seuche an große Personengruppen verteilt, die sie dann weiter verbreitet hatten. Ein Anlass war zum Beispiel der Tod einer Heilerin, die dann von hunderten Menschen bei ihrer Trauerfeier rituell gewaschen wurde. Sie alle hatten sich dann angesteckt und die Seuche verbreitet und genau das scheint jetzt auch im Kongo passiert zu sein. Doch die Folgen könnten hier dramatischer sein, denn hier ist Ebola bereits, und das war damals nicht der Fall, in einer Millionenstadt in Mbandaka aufgetreten. Da kam es jetzt zu einer dramatischen Situation. Jean-Clément Cabrol, Arzt bei Ärzte ohne Grenzen, schilderte die Flucht von 3 Patienten aus einer Station in Mbandaka. Zitat: Die Patienten befanden sich in der aktiven Phase der Krankheit und erbrachen, so der Arzt laut der Washington Post. Ihre Familien holten sie aus dem Krankenhaus, legten sie auf Motorräder und nahmen sie zu einem religiösen Treffen von 50 Personen mit. Ebola ist durch Körperflüssigkeiten ansteckend und beide Patienten, die sich in einer akuten Phase der Krankheit befanden, starben innerhalb weniger Stunden danach. Damit ist der Worst Case eingetreten. Sie, und das waren insgesamt 3 sogar, dürften Dutzende Menschen angesteckt haben und das eben in einer Millionenstadt. Zitat: In allen 3 Fällen wurde von den Krankenhausmitarbeitern alles unternommen, um die Patienten und ihre Familien davon zu überzeugen, ihre Behandlung nicht zu verlassen. Das erklärt Brienne Prussack, eine Pressesprecherin von Ärzte ohne Grenzen. Zitat: Es ist bedauerlich, aber nicht unerwartet. Das sagte Tarek Jasarevic, Sprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO. Zitat: Es ist normal, dass Menschen wollen, dass die Lieben zu den letzten Lebensmomenten zu Hause sind. Die Ärzte und Ärztinnen suchen jetzt fieberhaft nach allen Kontaktpersonen, um sie möglichst schnell zu isolieren. Aber dieses Ereignis könnte es jetzt deutlich erschwert haben, die Seuche zu kontrollieren. Wir hatten ja schon geschildert, dass es aus Mbandaka erheblichen Güter- und Personenverkehr in die Hauptstadt Kinshasa gibt. Und Mbandaka mit rund 1,2 Millionen Einwohnern bietet dabei den idealen Nährboden, um eine Seuche schnell zu verbreiten. Es gibt kaum Elektrizität und auch nur wenig sauberes Wasser. Die Menschen sind hier mobil und können den Erreger innerhalb von nur wenigen Stunden, anders als im ländlichen Raum, im ganzen Kongo verbreiten. Kommt die Seuche dann in Kinshasa an, dann ist viel schneller mit einer internationalen Verbreitung zu rechnen, als es noch in Westafrika der Fall war. Im Gegensatz zum Ausbruch 2014 ist die Weltgesundheitsorganisation dieses Mal aber deutlich besser vorbereitet. Ein experimenteller Impfstoff, wir hatten ja darüber berichtet, ist dort bereits im Einsatz und es wurde bereits mit der Impfung von 628 Kontaktpersonen, also Pflegepersonal und Ärztinnen und Ärzte, begonnen. Ich hatte euch versprochen, euch auf dem Laufenden zu halten. Diese Nachricht, die ist zum Beispiel noch nicht in den etablierten Medien zu finden. Das mache ich auch weiterhin. Ihr wisst ja, dass das Abo-Modul auf YouTube nicht so richtig funktioniert. Deshalb, wenn ihr also nichts zum Ebola-Ausbruch verpassen wollt und als Erste informiert werden wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp und den anderen Messengern. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social and Media abonnieren. Da erfahrt ihr als Neuestes aus der Social Media Welt das Aktuelle. Zum Beispiel jetzt die Anhörung von Mark Zuckerberg vor dem Europäischen Parlament. Aber nicht die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, neuer Ebola-Ausbruch. Die Vorgeschichte des Ausbruchs, die findet ihr da. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.